Eintritt nur für Geimpfte oder Genesene, heißt es nun immer häufiger. Für viele ehemalige Covid-Patienten und Patientinnen klingt das allerdings fast wie Hohn. Denn auch wenn sie dürfen, ist an einen Restaurant- oder Kinobesuch gar nicht zu denken. Selbst wenn die Infektion schon länger zurückliegt, fühlen sie sich chronisch schlapp, haben starke Muskelschmerzen oder bekommen kaum Luft. Long-Covid wird zur großen Herausforderung in dieser Pandemie. Doch nun gibt es womöglich Hoffnung. Eine neue Therapie setzt auf Blutwäsche. Als die 48-jährige Katja Engel vor gut einem Jahr an Covid erkrankte, ahnte sie nicht, dass die Krankheit sie bis heute begleiten würde. Seither leidet sie unter Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche, Herzstechen, Atemnot. Zeitweise brauchte sie sogar ein Atemgerät. Ein halbes Jahr lang konnte sie nur liegen. Inzwischen geht es ihr ein bisschen besser. Was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel im Haushalt kleine Sachen zubereiten, wenn mein Mann mir die Zutaten aus dem Keller holt, oder Waschmaschine ein- und ausladen. Aber ich schaffe es nicht noch am gleichen Tag die Wäsche aufzuhängen. Das muss dann mein Mann machen. Einfach weil das zu viel ist. Besuche bei verschiedenen Fachärzten brachten keine Lösung. Ihr Hausarzt dokumentiert ihre geringe Leistungsfähigkeit. Mehr kann auch er nicht tun. Im Vordergrund steht dieses chronische Erschöpfungssyndrom, dann dieses Brennen in den Armen, dieser Sauerstoffhunger, dieser Sauerstoffmangel, alles Dinge, die typischerweise für Long-Covid sprechen. In einem Ärztejournal stößt der Hausarzt auf den Bericht über eine Internistin, die mit einem Blutwäscheverfahren, HELP-Apherese genannt, bestimmte Stoffe aus dem Blut filtert. Das Verfahren wurde ursprünglich für Herzinfarktpatienten entwickelt, um Thrombosen zu verhindern. Die Internistin hat begonnen, damit auch Long-Covid-Patienten zu behandeln, mit Erfolg. Er nimmt Kontakt auf. Den entscheidenden Hinweis haben mir die Pathologen gegeben. Die Frau Professor Varga aus Zürich war, glaube ich, die erste, die entdeckt hat, dass Covid eine akute Entzündung der Aderinnenhäute macht. Und zwar nicht nur in der Lunge, auch im Herzen und anderen inneren Organen. Die Internistin sieht gute Chancen, die Beschwerden von Katja Engel erfolgreich zu behandeln, mit einer Blutwäsche. Ich freue mich darauf, Ihre Patientin morgen persönlich kennenzulernen, und dann werden wir beginnen, sie zu behandeln. Schön, dass Sie gekommen sind. Mehr als 20 Patienten mit Long-Covid hat Laborärztin Beate Jäger zu diesem Zeitpunkt bereits behandelt. 15 von ihnen sind nach ihrer Aussage inzwischen genesen. Auch die anderen Patienten konnten, mit einer Ausnahme, ihren Alltag wieder aufnehmen. Der Ansatz ist einfach. Die Luftnot erklärt sich dadurch, dass die Viren sich im Alveolargewebe der Lunge verbreiten oder verbreitet haben in der Vergangenheit. Und der Sauerstoffaustausch findet zwischen Alveolar- und Kapillargewebe statt. Und der ist bei Covid-Patienten eingeschränkt und die Diffusionsbarriere ist höher. Und wenn man das Sauerstoffangebot im Kapillarbett der Lunge verbessert, wie man es mit der HELP-Apherese nachweislich tun kann, dann wird der Sauerstoffaustausch erleichtert. Und das führt auch dazu, dass sich kleine Gerinnsel in der Blutbahn auflösen können. Während der folgenden 3 Stunden wird das Blut von Katja Engel nun durch verschiedene Filtersysteme geleitet, um blutverdickendes Cholesterin, Fibrinogen und verschiedene Entzündungsstoffe herauszufiltern. Das geschieht unter anderem mit Hilfe des Blutverdünners Heparin. Gleichzeitig bindet Heparin aber auch das Spike-Protein des Covid-Virus, das die Entzündungen auslöst. Dieses Verfahren ist 35 Jahre alt. Ernsthafte Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Die Patientin spürt eine direkte Wirkung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das anspricht und dass sie, genau, sie merkt ja auch schon was und es geht ihr gut damit und vielleicht ist sie ein bisschen müde nach der ersten Therapie und legt sich ein bisschen aufs Ohr, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ihr helfen können. Sollte der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung von Long-Covid in dieser altbewährten Therapieform liegen?
Wir treffen den Rehabilitationsmediziner Dr. Jürgen Steinacker vom Universitätsklinikum Ulm. In einem Forschungsprojekt untersucht er die Spätfolgen von Covid. Für ihn spielen die Entzündungsstoffe in den Blutgefäßen eine nachgeordnete Rolle. Ich möchte nicht die Ehrenhaftigkeit oder dieser Einzelbehandlungen bestreiten, aber wir würden hier andere Methoden wahrnehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Entzündung zu bekämpfen. Diese Entzündung kommt aus Zellen, die im Gewebe sitzen. Und wenn ich jetzt nur sozusagen, wie bei der Apharese, das austausche, das Blut, habe ich dann trotzdem auch sinnvolle Botenstoffe ausgetauscht. Das Problem ist, ich kann halt nicht immer nur die pathologischen rauskriegen. Die Mikrobiologin und Virologin Wiltrud Kalker-Moll ist anderer Meinung. Die leitende Ärztin am Klinikum Wetzlar misst der Blutwäsche eine zentrale Rolle bei in der Behandlung von Long-Covid. Ich denke schon, dass es ein mögliches Therapeutikum sein kann. Es greift in die Entzündungskaskade ein, indem es nämlich Zytokine rausfiltert, und zwar 50-70% ungefähr. Es greift auch in die Gerinnungskaskade ein. Fibrinogen, Fibrin wird rausgefiltert. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass während der HELP-Apharese, da wird ja sehr viel Heparin zugesetzt. Das heißt, mögliche kleine Gerinnsel können während der Blutwäsche schon aufgelöst werden. Einig sind sich die beiden Mediziner darüber, dass es dazu breit angelegter Studien bedarf. Und wie geht es der Patientin? 2 Monate und 8 Behandlungen später bedeutend besser. Mit jeder Blutwäschebehandlung würden die Rückschläge seltener, sagt sie. Manchmal vergesse sie inzwischen sogar, dass sie Long-Covid hat. Mittlerweile haben rund 30 Zentren in Deutschland das Verfahren übernommen, wenn auch bisher ohne offizielle Anerkennung der Therapie. Na, hoffen wir, dass es Katja Engel und vielen weiteren Menschen mit Long-Covid bald wieder besser geht.